Hallo meine Lieben, heute habe ich ein super leckeres Fladenbrotrezept bzw. Pide-Rezept für euch. Dieses Fladenbrot ist super luftig und locker und überhaupt nicht schwer. Es ist wirklich die perfekte Variante zum Grillen oder einfach so als Beilage. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert es unbedingt aus. An Zutaten benötigt ihr 1 Kilo Mehl, 6 bis 650 Milliliter warmes Wasser, 4 Esslöffel Öl, ich habe hier Rapsöl verwendet, 4 Esslöffel Joghurt, da habe ich jetzt 10%igen genommen, ihr könnt den Joghurt auch weglassen, 1 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz sowie eine Packung Trockenhefe oder etwa einen halben Würfel Hefe. So. Im ersten Schritt gebt ihr jetzt das Mehl in eine Schüssel und gebt die trockenen Zutaten hinzu. Das vermenge ich jetzt gleich einmal, damit sich die Zutaten jetzt schön verbinden und später die Hefe auch wirklich gleichmäßig im Teig verteilt. Nun gebe ich die flüssigen Zutaten hinzu. Hierbei habe ich jetzt aber noch nicht alles von dem Wasser genommen, sondern erstmal nur 600 Milliliter. Und da sich ja jedes Mehl anders verhält, müsst ihr einfach mal schauen. Ihr seht ja in dem Video gleich, wie die Konsistenz in etwa ist von dem Teig. Und ich habe am Ende auch noch die restlichen 50 Milliliter verwendet. Jetzt lasse ich den Teig natürlich gut durchkneten. Hierfür ist jetzt natürlich eine Küchenmaschine sehr hilfreich. Wenn ihr keine habt, könnt ihr natürlich auch einen Handmixer mit Knethaken verwenden. Ja, das geht genauso gut. Und hier seht ihr jetzt nochmal, dass ich das restliche Wasser hinzugebe. Und das lasse ich jetzt alles zu einem schön gleichmäßigen Teig verkneten. Und hier seht ihr auch schon, wie er aussehen sollte. Richtig schön zähflüssig, denn nur wenn ihr diese Konsistenz erreicht und nicht fester, dann wird euer Fladenbrot bzw. das Pide so richtig schön luftig, locker und fluffig. Jetzt gebe ich meinen Teig wieder in meine Schüssel mit Deckel und lasse ihn jetzt 1 Stunde lang an einem warmen Ort ruhen. Nach der Ruhzeit wird der Teig nun auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche gegeben. Achtet darauf, dass ihr wirklich genügend Mehl nehmt. Ihr könnt sogar noch mehr nehmen als ich, damit euch der Teig nämlich gleich nicht an der Arbeitsplatte festklebt, denn er ist ja wirklich sehr flüssig. Ihr könnt den Teig gut mit einem bemehlten oder einem beölten Schaber aus der Schüssel holen. Das klappt dann wirklich wunderbar. Jetzt gebt ihr auch noch reichlich Mehl auf den Teig. Nehmt am besten noch mehr als ich, denn ich verwende gleich nochmal etwas Mehl. Dann spart ihr euch den Vorgang und dann wird der Teig einmal kurz durchgeknetet. Wenn ihr das nicht mögt, wenn das so an den Fingern klebt, könnt ihr natürlich auch einen Handschuh nehmen. Dann klebt es halt am Handschuh. Aber wenn ihr genug Mehl nehmt, dann ist es auf jeden Fall nochmal besser als jetzt bei mir gerade. Wie ich aber gerade schon gesagt habe, ist es natürlich nicht so einfach mit so einem Teig zu arbeiten, aber das Endergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt bemehlt ihr euch den Teig nochmal und teilt diesen dann in 3 Teile. Ihr könnt natürlich auch 4 kleinere Fladenbrote machen oder 2 ganz große.
Wenn ihr den Teig dann in 3 Teile geteilt habt, nehmt ihr euch einen Teil und knetet diesen vorsichtig nochmal durch. Wie gesagt, bemehlt euch immer wieder die Arbeitsfläche, dann klappt es besser. Ich habe jetzt bei dem Teig, weil ich da die Arbeitsfläche nicht bemehlt hatte, nochmal extra kurz mit dem Schaber dort gearbeitet. Aber ansonsten, wie gesagt, mit bemehlter Arbeitsfläche ist das wesentlich kein Problem. Anschließend formt ihr euch dann den Teig zu einer Kugel, das seht ihr auch gleich nochmal, und dann wird es zur Seite gelegt. Hierzu habe ich mir nämlich Hartweizengrieß angerüstet, weil das ein schönes Aroma noch gibt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch 3 Stücken Backpapier oder je nachdem wie viele ihr macht, Backpapier nehmt, dort dann etwas von diesem Grieß drauflegt oder drauf gebt und dann diese Teigkugel da drauf legt und abdeckt. Ich habe es jetzt einfach, weil es auch schön aussieht und ihr den Überblick dann habt, habe ich das jetzt direkt auf meine Arbeitsfläche gemacht. Was natürlich aber schwieriger ist, weil ich dann den Teig noch umheben muss. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist dann nicht ganz so einfach gewesen, aber wie gesagt, wenn ihr das direkt auf dem Backpapier macht, ist es wesentlich einfacher und ihr habt dann nicht das Problem. Ja, dann lasst ihr das auf jeden Fall alles nochmal mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eher eine Stunde ruhen und verquirlt dann jetzt 2 Eigelb mit etwas Wasser. Und hier könnt ihr jetzt auch gleich nochmal den Teig sehen, wie er aufgegangen ist. Also ihr seht, es hat sich mehr als verdoppelt und der ist jetzt so richtig schön luftig. Ja, diesen Schritt spart ihr euch natürlich jetzt, weil ihr, wie gesagt, die Kugeln dann jeweils schon auf ein Backpapier gelegt habt. Und anschließend geht's weiter. Nachdem der Teig bei euch dann eine Stunde lang geruht ist auf dem Backpapier, gebt ihr jetzt etwas von der Eigelb-Wassermischung drauf und bestreicht den kompletten Teig damit. Das macht dann einfach so eine schöne goldbraune Farbe am Ende. Und wenn ihr das dann gemacht habt, kommt jetzt die Musterung. Hier könnt ihr jetzt gleich sehen, wie ich das mache. Und zwar drückt ihr dabei erstmal vertikal so richtig schön tief in den Teig ein. Ich nehme dafür dann meine Finger, wie ihr sehen könnt. Und dann wird nochmal schräg dasselbe gemacht, sodass ihr eine wunderschöne Maserung oder Musterung bekommt. Achtet dabei darauf, dass ihr wirklich tief eindrückt, bis wirklich ganz unten. Denn so hatte ich es bei meinem ersten Exemplar nämlich nicht ganz gemacht. Ich habe es ein bisschen leichter eingedrückt. Aber dadurch, dass einfach der rohe Teig so luftig ist, geht euch sonst das Fladenbrot komplett auf und man sieht die Musterung am Ende nicht mehr. Deswegen seid da nicht zaghaft, sondern macht es ruhig. Anschließend kommt noch etwas gerösteter Sesam und Schwarzkümmel drauf. Und dann kommt alles bei maximaler Hitze. Mein Ofen hat 250 Grad maximal, Ober- und Unterhitze. So lange in den Backofen, bis es goldbraun ist. Bei mir waren das jetzt ca. 10 bis 13 Minuten, glaube ich. Und dann sind eure Pide auch schon fertig. Jetzt könnt ihr gleich einmal sehen, warum es auch noch so praktisch ist, das alles auf dem Backpapier zu machen. Denn hier seht ihr, wie einfach es ist, dann das Fladenbrot einfach aufs Backblech zu ziehen. Und hier seht ihr jetzt auch schon das Endergebnis. Die sehen wirklich super lecker aus und sie sehen nicht nur so gut aus, sie sind auch wirklich lecker. Probiert sie unbedingt aus, ob ihr es zum Grillen nehmt oder so als Beilage. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsbrot. Es ist zwar etwas mehr Arbeit, aber die sind einfach so lecker.